Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Das Jahr hat nur noch 2 Monate übrig und somit betrachten wir heute die aktuelle Lage in Kuba im November 2022. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Ihr wisst, das Thema offizieller und informeller Wechselkurs haben wir ja schon häufiger betrachtet. Wer nochmal eine Auffrischung benötigt, ich habe hierzu ein paar Videos online und verlinke euch eines hier auch nochmal. Der offizielle Kurs liegt seit August diesen Jahres bei 120 Peso pro Euro abzüglich 8% Servicegebühren. Hier auch nochmal ein Hinweis, da ich immer wieder mal gefragt werde, das ist der aktuelle Wechselkurs in Kuba, auch wenn Exchange-Seiten noch die alten Werte anzeigen. Diesen offiziellen Kurs erhält man in der kubanischen Bank oder dem Banken besser gesagt und den Cadekas, also den Wechselstuben. Seit der Änderung ist der informelle Markt nochmal explodiert. Jedoch in den letzten 2 Wochen wieder stark gefallen. Mit Tag der Aufnahme des heutigen Videos liegt der informelle Wechselkurs bei 165 Peso pro Euro. Dieser Wert besteht nun seit gut einer Woche. Wie es mit diesem Wert weitergeht, weiß niemand. Ich persönlich denke, dass es bald wieder hochgeht. Der Abwärtstrend wurde, wie gesagt, gestoppt und sowohl Dollar als auch MLC, welche vorher auch bei 165 lagen, sind nun wieder auf 168 bzw. 170 gestiegen. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Erklärung zum Gesundheitszustand, also die Declaración de Salud, muss abgegeben werden. Dies erfolgt mit den Zollangaben online verpflichtend über der Viajeros. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Das ist auch bei der Auslandskrankenversicherung der Fall. Solltet ihr auch hier noch eine benötigen, schaut bei www.mike-vaupel.ergo.de vorbei. Alle Infos gibt es auch hier nochmal in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal rein. Werbung Ende. Aber bleiben wir nochmal kurz beim Thema Touristenkarte. Seit dem 1.11.22 sind die Touristenkarten 90 Tage gültig. Die Gültigkeit wurde also nochmal ordentlich angehoben und die bisherige Regelung für die Touristen aus Kanada gelten nun für jeden Besuchervisum. Die Touristenkarte ist einmal vor Ort verlängerbar, wodurch man bis zu 180 Tage in Kuba verweilen kann. Das ist gerade für Personen interessant, die vielleicht die Wintermonate dort verbringen wollen oder einfach länger Familie und Freunde besuchen wollen. Also, die Touristenkarte ist nun 90 Tage gültig. Dass man nun 5 Mobilfunkgeräte mit nach Kuba nehmen darf, dürfte nun bereits bekannt sein. Und wenn nicht, dann habt ihr es jetzt nochmal gehört. Die Zollbestimmungen wurden nun auch um eine Einfuhrgebühr aktualisiert. Man zahlt pro Smartphone, welches eingeführt wird, also nicht das persönliche, 80 Peso. Auch das Senden per Post ist möglich. Hier wird die Maximalmenge der Smartphones auf 2 begrenzt, wobei der Gesamtwert der Sendung nicht $200 überschreiten darf. Hier aber nochmal der Hinweis, dass mit DHL zwar Smartphones verschickt werden können, aber keine Batterien oder Akkus. Die kubanische Regelung ist also für Personen, welche per DHL Post verschicken, obsolet. Das gilt dann eher für die US-amerikanischen Postsendungen. Heute am 6. November wird die Zeit auch in Kuba umgestellt.
Bei uns war es ja vor einer Woche soweit, weswegen es für eine kurze Zeit einen Zeitunterschied von 5 Stunden gab. Nun sind wir wieder bei 6 Stunden Zeitunterschied. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.